Du musst mal ein bisschen cooler werden. Wie soll ich denn versuchen, cooler zu werden, wenn... Denk wenigstens mal drüber nach. Und wenn du schon dabei bist, dann leg dir gleich, wie du Nina deinen Ausraster von heute Mittag erklärst. Das ist alles geregelt. Nina versteht mich. Sie hält zu mir im Gegensatz zu den Leuten, die sich meine Freunde nennen. Ihr seht euch so selten. Wäre es nicht besser, ihr zieht alleine los? 2 Frauen sind dir wohl zu anstrengend, hm? Auf Dauer schon. Ein Mann, der Schwächen zugibt. Du wirst mir immer sympathischer. Da bin ich wieder. Was machst du an meinen Sachen? Du wirst dir einen neuen Job suchen müssen. Wie bitte? Du willst mich also feuern. Es tut mir wirklich leid, Jonas. Ich habe geglaubt, dass du zu mir hältst. Als wir uns heute Nachmittag trafen, da hatte ich auch noch Verständnis für deine Lage. Aber trotzdem wirfst du mich jetzt raus. Da wusste ich noch nicht, dass du Randale machst. Du tust ja so, als würde ich jeden Tag Gläser an die Wand werfen. Ja, so wie du im Moment drauf bist, würde ich dir das glatt zutrauen. Totaler Schwachsinn! Jetzt reiß dich mal zusammen! Sonst muss ich dir Hausverbot geben. Und was mit Kathi? Kriegt die Hausverbot? Nein. Ja, natürlich nicht. Das Unschuldsdamm kommt wieder ungeschoren davon, aber ist dir in allem schuld. Nicht Kathi hat hier randaliert, sondern du. Und jetzt geh bitte. Du kannst gerne wiederkommen, wenn du dich abgeregt hast, okay? Ihr könnt mich alle mal. Das hast du echt prima hingekriegt. Ich habe keine Freunde mehr und jetzt bin ich auch noch meinen Job los. Also nochmal, was wird das, wenn es fertig ist? Aber Max, du glaubst doch nicht, dass ich irgendwie... Ich habe hier einfach die Kiste so umgeschmissen und als ich die Dinge wieder aufräumen wollte, ist mir dieses Bild aufgefallen. Es ist eine sehr schöne Frau übrigens. Ach so. Dann habe ich das wohl missverstanden, entschuldige. Schon gut. Der Rahmen ist ziemlich lediert. Wer ist das eigentlich? Das ist meine Mutter. Meine leibliche Mutter. Ja, wirklich? Was ist daran so erstaunlich? Nichts, nur heute Mittag hatte ich das Gefühl, dir sind deine richtigen Eltern egal. Nee, meine Mutter ist tot. Und ich weiß so gut wie nichts über sie. Auch wenn Jonas Gründe hat, hätte er sich doch beherrschen müssen. Ja, ist nicht gerade prickelnd, Leute zu entlassen. Tja, wem liegt das schon? Also, tschüss, mein Schatz, und Kopf hoch. Gute Nacht, Mom. Tschüss. Willst du was trinken? Nein, danke. Darf ich? Du, das mit Jonas. Ich weiß, es ist hart, aber es ging nun mal nicht anders. Ich kann dich ja gut verstehen. Aber? Eigentlich hättest du mich rausschmeißen müssen. Aber du hast keine Gläser gegen die Wand geschmissen. Aber ich habe Jonas so wehgetan, er musste einfach ausflippen. Kathi, Jonas muss wissen, was er tut. Komm. Hi. Was hast du denn? Kannst du mich bitte nach Hause bringen? Ja, klar. Natürlich habe ich versucht, etwas über meine Eltern herauszufinden. Und? Leider erfolglos, trotz aller Bemühungen. Bei uns zu Hause gab es immer noch Krach. Vielleicht ist es besser manchmal, wenn man seine Eltern nicht kennt. Nein, auf keinen Fall. Wenn du nichts über deine Eltern weißt, dann kommst du dir manchmal vor wie ein halber Mensch. Das war eine verdammt schöne Frau. Mal genug davon, ich will dich nicht langweilen. Ganz im Gegenteil. Du hast doch im Moment ganz andere Sorgen. Ja, ich hatte wirklich mal bessere Tage. Übrigens, ich habe deine Ex-Freundin neulich im Schneiders getroffen. Ich weiß. Woher weißt du das? Steffi und du, man kommt euch kaum übersehen. Du hättest doch etwas sagen können. Ich war mir nicht sicher, auf welcher Seite du stehst. Ihr habt euch sehr vertraut unterhalten. Du meinst doch nicht, dass ich und Steffi... Philipp, ich bin ein Anwalt und dein Mitbewohner.
Sorry. Ich traue keinem mehr. Das ist doch absurd. Warum sollte ich dir in den Rücken fallen? Du hast mir vorhin auch unterstellt, ich würde in deinen Sachen rumwühlen. Ja, mein Gott, ja, du hast ja nicht ganz unrecht. Ja, vielleicht sollten wir die Dinge etwas entspannter sehen. Zum Wohl. Auf die Freundschaft. Danke. Bitte. Komm, trink mal noch was. Das geht leider nicht. Isabel, ich habe dir versprochen, sie lächeln zu. Ihr seid ja schlimmer als 2 Kletten. Du bist doch nur neidisch, weil du dich in die falsche Frau verguckt hast. Was soll ich denn machen? Soll ich mich Simone nennen, bloß weil Nina auf Frauen steht? Ich glaube, du wirst es auch so gerade noch überleben, dass sie nicht von dir will. Ja. Wenn sie mir nicht allzu oft über den Weg läuft. Sehen wir uns morgen beim Frühstück? Geht klar. Guten Abend. Hi, Simon. Brauchst du mir ein Bier, bitte? Klar. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Ich habe dich schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Arbeiten. Wie alle Leute, denen das Leben zu langweilig ist. Also über Langeweile kann ich mich nicht beschweren. Einer meiner Kellner ist ausgerastet. Ist das nicht normalerweise Sache der Gäste? Jonas, ich musste ihm sogar den Job kündigen, weil er mit Gläsern um sich geschmissen hat. Hat er nur so harte Hobbys? Nee, eigentlich. Ach, ist ja auch egal. Hier. Was ist eigentlich mit unserer Tour durch die Cocktailbars, die ich dir noch schuldig bin? Ist es denn noch aktuell? Ja, klar. Ja, schlag was vor. Wie wär's mit morgen Abend? Ich muss hier endlich mal raus. Geht klar. Und Ines, ist sie auch dabei? Nein, die ist schon wieder abgereist. Aber wir können ja Isabel und Marc mal fragen, ob die Lust haben. Also wenn es jetzt hier so ein Pärchenabend werden soll. Keine Panik, ich werde dich schon nicht anbaggern. Hör bitte auf, Kathi. Du kannst wirklich nichts dafür, dass Jonas auf einmal ausrastet. Doch, natürlich. Ohne mich wäre das doch alles niemals passiert. Also schön. Du hast Jonas verletzt und enttäuscht. Das gibt ihm aber noch lange nicht das Recht, mit Gläsern zu werfen und Freunde zu verprügeln. Früher hätte er sowas nie getan. Kathi, Jonas will einfach nicht verstehen, was mit dir los war. Vielleicht ärgert er sich ja darüber, dass er sich selbst was vorgemacht hat. Er denkt, ich hätte ihn ausgenutzt. Und damit hat er auch völlig recht. Kathi, nach Heinos Tod warst du einfach nicht mehr du selbst. Du hast nicht mal gemerkt, was mit dir abgeht. Ja, eben. Deswegen bin ich ja momentan auch die Einzige, die ihn versteht. Jonas ist nicht zu helfen. Er lässt doch keinen von uns an sich ran. Er hat niemanden außer uns. Wie oft soll ich ihm denn noch hinterherlaufen? Er hält uns alle für Idioten. Soll Daniel sich noch ein paar einfangen? Wenn es dir schlecht gehen würde, dann wäre Jonas auf jeden Fall zur Stelle. Du hast ja recht. Und ich wäre auch froh darüber, aber wie willst du jemandem helfen, der sich nicht helfen lässt? Euch beiden scheint Jonas ja völlig egal zu sein. Und die Eier bitte mit extra viel Speck. Alles klar. Ich gehe mal kurz hoch zu Nina und gebe ihr das Buch zurück, ja? Habt ihr heute Abend schon was vor? Warum? Wegen dieser Cocktailwette. Nina möchte ihren Einsatz einlösen. Ach, wie kannst du zu dieser Uhrzeit schon an Cocktails denken? Es wäre schön, wenn ihr mitkommt. Ich habe leider einen Termin, es tut mir leid. Und Isabel? Sag mal, brauchst du eine Anstandsdame, wenn du mit Nina ausgehen willst? Haha. Hab ich wohl voll den Schwarzer getroffen, was? Ja, was soll denn die blöde Bemerkung? Ich weiß, dass da nichts läuft. Du hättest vielleicht doch als meine große Schwester auf die Welt kommen müssen. Früher, da wurden die Narren für ihre blöden Witze geköpft. Dich hat's echt voll erwischt, oder? Ja und? Soll ich deswegen nicht mit dir um die Blöcke ziehen, stattdessen heulen oder was? Gestern hast du noch große Reden geschwungen und warst ganz begeistert davon, ihr nicht dauernd über den Weg zu laufen. Man muss das Feuer mit dem Feuer bekämpfen. Deine Theorien ändern sich neuerdings auch schon täglich. Das biegst du dir doch alles nur schon wieder zurecht. Je öfter ich Nina über den Weg laufe, desto eher verliert sie ihren Reiz für mich. Abgefahrenes Teil. Ist das neu? Mhm. Was hast du denn vor? Ach, ich will nur mit Simon auf Tour. Naja, mit dem Kleid wirst du sicher sämtlichen Frauen die Show stellen. Sämtlichen Männern wäre mir lieber. Um eine neue Frau kennenzulernen? Ich will meinen Begleiter nicht in seiner männlichen Ehre kränken. Also, dass ihr euch noch mal so gut versteht? Am Anfang sah es ja nicht danach aus. Im ersten Moment habe ich gedacht, Simon sei so ein Affe, der jede Frau anbaggert. Na, da bin ich ja froh, dass du deine Meinung geändert hast. Ich auch. Simon ist ganz okay. Für einen Mann. Es lag mir auf der Zunge. Wollt ihr beide nicht mitkommen? Du und Marc? Nee, Marc hat einen Termin.
Und ich sollte besser auf Friedenau bleiben. Wegen Caroline? Ja. Wie ist denn die Stimmung zurzeit bei euch? Jetzt, nachdem Caroline Henning alles gebeichtet hat. Sie hat es nicht geschafft, es ihm zu sagen. Sie wollte ihn nicht verletzen. Mit anderen Worten, das Problem wird immer größer. Weißt du, ich fürchte, für dieses Problem gibt's keine Lösung. Tja. Grüß die beiden schön von mir. Ja, mach ich. Und du amüsier dich gut. Worauf du dich verlassen kannst. Was unseren gemeinsamen Freund Max Jansen betrifft. Ich hoffe, Sie sind nicht mit leeren Händen zu mir gekommen. Eins nach dem anderen. Wollten Sie mir nicht helfen, Steffi zu ruinieren? Üben Sie sich in Geduld. Aber Sie haben doch versprochen... Das werde ich auch. Und jetzt zurück zu Max. Was haben Sie in Erfahrung gebracht? Nicht besonders viel, wenn ich ehrlich bin. Jansens gesamter Haushalt befindet sich in Ihrer Wohnung. Da muss doch was zu finden sein. Aus ein paar alten Fotos ist mir nichts aufgefallen bisher. Was für Fotos? Schnappschüsse. Aus der Schulzeit hauptsächlich. Und ein Foto von seiner leiblichen Mutter. Davon brauche ich eine Kopie. Bringen Sie das Foto zu Katrin Püritz in die Werbeagentur. Aber diskret bitte. Ich möchte nicht, dass Sie meinem Noch-Ehemann in die Arme laufen. Ich habe auch keine Lust, Kaufmann zu begegnen. Aber es ist doch nur ein Foto. Kein Klavier. Und wann soll das Ganze stattfinden? Möglichst bald. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen Max nicht in die Quere kommt. Und was ist mit Steffi? Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen. Sie bekommen Ihre Rache. Jonas! Mann, bleib stehen! Was soll der Schwachsinn? Hau ab! Wann kommst du endlich runter von deinem Trip? Gabriella und Daniel lassen Jonas hängen. Sie haben doch schon alles Menschenmögliche versucht. Du hast doch selber gesehen, was passiert, wenn du in seine Nähe kommst. Er müsste mir nur einmal, nur ein einziges Mal richtig zuhören. Was willst du ihm denn sagen? Dass ich ihn nicht verletzen wollte. Und dass das alles nur passieren konnte, weil mich Hannes Tod so durcheinander gebracht hat. Kathi, Jonas wird dich nicht verstehen. Noch nicht. Von dir fühlt er sich ausgenutzt. Du hättest ihn beinahe umgebracht und dich auch. Ja, deswegen braucht er mich ja auch. Ich muss ihm zeigen, dass ich ihn als Jonas mag und nicht als Heino. Kathi, du verrennst dich da. Meinetwegen ist er doch so durchgeknallt. Und wenn du es noch 1000-mal wiederholst, es ändert nichts. Du bist im Moment nicht die richtige Person, um Jonas zur Vernunft zu bringen. Irgendwann werdet ihr wieder miteinander reden können. Aber erst, wenn es ihm nicht mehr so weh tut, dich zu sehen. Und wenn er noch mehr Mist baut, dem ist doch alles egal. Ja, Frau Püritz kommt gleich. Sie hat die Kopie. Ausgezeichnet. Dann bringen Sie das Foto wieder zurück zu Maxens Sachen. Und keine Sorge, er kann Sie nicht überraschen. Dafür habe ich gesorgt. Guten Tag, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich weiß. Geben Sie schon her. Gefällt sie Ihnen nicht? Haben Sie etwas übrig für Elend? Ich finde sie sehr schön. Schön. Jetzt ist sie tot. Wie können Sie nur so kalt sein? Hätte die sich mit Peter nicht eingelassen, wäre sie vielleicht heute noch am Leben. Haben Sie sie etwa... Wo denken Sie hin? Dafür ist Kaufmann verantwortlich. Sie wurde schwanger und er ließ sie sitzen. Tja, das Leben ist grausam. Und die Liebe noch viel mehr. Ich schätze, das ist die Mutter von Max Jansen. Manchmal haben Sie ja richtig lichte Momente. Dann wundert es mich nicht im Geringsten, dass Sie sie nicht mögen. Die Toten soll man ehren. Wollte Ihr Mann Sie damals nicht ihretwegen verlassen? Ja, am Ende hat er dann doch noch etwas Stil bewiesen und ist zu mir zurückgekehrt. Leider. So, das war's. Sie können gehen. Wieder an die Arbeit. Ihre Großmut ist grenzenlos. Bitte? Ups, ist mir nur so rausgerutscht. Auf Wiedersehen. Ich werde deinen Sohn
beibringen, dich zu hassen. Liebster Peter. Gefällt sie dir nicht? Manchmal flirten einen einfach die Falschen an. Hast du einen bestimmten Typ? Blonde Haare, wilde Haare? Ja, also, in erster Linie sollte es eine Frau sein. Da haben wir ja was gemeinsam. Ja, leider. Was hast du gesagt? Dass mich der Laden hier an den Fisherman's Club erinnert, den Hafen von Sydney. Oh, du warst in Sydney? Das hast du mir ja nie erzählt. Ja, wann denn auch? Wir mussten uns ja ständig streiten. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Irgendwas an dir hat mich furchtbar gereizt. Das ist ja nett, vielen Dank. Oh, das habe ich natürlich nicht so gemeint. Schade. Jedenfalls bist du viel umgänglicher, als ich am Anfang gedacht habe. Ja, siehst du, so kann man sich irren. Was magst du trinken? Oh, lass mal, die erste Runde geht auf mich. Wollen wir mal sehen, was die Jungs hier alles so drauf haben. Warum muss das Leben nur so verdammt ungerecht sein? Abend. Abend. Und? Wie ist das Leben? Erfolgreich. Ich komme gerade von einer sehr interessanten Verhandlung. Im Auftrag von Frau von Anstetten. Schön. Bier ist da. Oh, danke. Ich glaube, vielleicht war mein Entschluss, für die Gräfin zu arbeiten, doch nicht so verkehrt. Bestimmt nicht. Und? Bei dir alles klar? Ja. Das heißt, wird mir was sein. Moment. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ja, für mich? Danke. Wahnsinn. Woher weißt du, dass ich golfe? Das sind doch deine Golfschuhe draußen im Flur, oder? Außerdem hat die Saison längst begonnen. Und womit soll ich putten? Mit Messer und Gabel? Ah, nee, hab ich ganz vergessen. Sag mal, stützt dich für deine Freunde immer so in Unkosten? Exzellentes Stück. Den gibt es nicht zum Dutzendpreis. Was? Na dann, Prost. Auf das Geburtstagskind. Auf deine Spendierfreude. Jansen? Oh, Frau von Anstetten. Ja? Nee. Guten Abend. Sie haben Besuch. Danke, Christiane. Muss ich das jetzt persönlich nehmen? Sollte ein Brief an Jonas werden. Ich habe ihn vorhin auf der Straße getroffen. Und was hat er gesagt? Ist er wieder auf dich losgegangen? Blödsinn. Ihr haltet ihn wohl alle für den totalen Proll. Ich nicht, aber Gabriella hat keine sehr hohe Meinung von ihm. Und du denkst auch nur, was sie denkt. Gut erkannt, Kathi, denn ich bin genauso blond wie du. Und jetzt mal Schluss mit dem Kinderkram. Wir haben versucht, euch zu bremsen. Vielleicht sehen Gabriella und ich das alles etwas klarer als du. Oh, ihr macht euch das so verdammt einfach. So ein Quatsch! Was meinst du, warum ich hier bin? Ich habe noch mal über unser gestriges Gespräch nachgedacht. Gespräch? Wir haben uns gestritten. Jonas ist super hart drauf zur Zeit. Aber du hast recht. Ach. Er ist mein Freund. Oh, Salsa. Wieso? Ich dachte, du hättest monatelang in der Karibik gelebt. Ja, und? Ja, ist da nichts hängen geblieben? Was denn? Palmwedel? Oh, Rhythmusgefühl. Na klar, ich war Salsa-König. Oh, beweisen. Aber beschwer dich nachher nicht. Keine Angst.
Lassen Sie den Herrn bitte herauf. Ich erwarte ihn bereits. Danke. So, mein lieber Max. Die Show kann beginnen. Da sind Sie ja. Bitte setzen Sie sich doch. Seit wann siezen wir uns denn? Was machst du denn hier? Oh, es geht doch nichts über eine herzliche Begrüßung. Verschon mich mit deinem Gerede. Was willst du? Weißt du, welchen Tag wir gestern hatten? Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Es war der Geburtstag meines verstorbenen Sohnes. Willst du mich mit deinen sentimentalen Geschichten langweilen? Dir habe ich es zu verdanken, dass ich ihn nie kennengelernt habe. Ich gebe dir noch 1 Minute. Dann rufe ich den Sicherheitsdienst. Keine Angst. So lange wird es nicht dauern. In dem Umschlag ist ein Angebot meines Anwalts. Geht es um unsere Scheidung? Ich werde dich in den nächsten Tagen wissen lassen, was ich davon halte. Und jetzt darf ich bitten. Oh, der Herr Anwalt. Guten Abend. Unglaublich, dieser Mensch. Hat er Sie etwa bedroht? Mir tut zwar alles weh, aber es war ein wunderbarer Abend. Das finde ich auch. Wollen wir noch ein Glas Wein zusammen trinken? Ja, sind denn Herrenbesuche um diese Zeit noch erlaubt? Oder muss ich mal mit meiner Pensionswirtin sprechen? Darf ich einen Mann mit reinbringen? Ausnahmsweise ja. Sie sagt ja. Ja, dann. Als erstes muss ich aus dem Kleid und den Schuhen raus. Das hier übrigens ganz hervorragend steht, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Danke. Tja, wenn du dich umziehst, kann ich ja schon mal eine Flasche Wein von unten holen. Oh, gute Idee. Aber nicht so einen schweren roten, mehr so einen Riesling, so was Leichtes. Ja, ist okay. Oh, Moment noch. Kannst du meinen Reißverschluss aufmachen? Was ist? Hallo? Wie soll ich... Was soll ich? Wer bin ich? Das haben wir doch eingehend diskutiert. Den Reißverschluss, du. Ja, ich weiß. Also rein rechtlich gesehen müssen Sie Ihren Mann nicht in die Wohnung lassen, das wissen Sie. Ich will ja keinen Krieg mit ihm, das führt doch zu nichts. Seine Besuche scheinen Sie aber ganz schön mitzunehmen. Vor allem sind sie überflüssig. Er hätte den Brief seines Scheidungsanwalts auch per Post schicken können. Oh, bitte, setzen Sie sich doch. Ist das der Brief? Ja, Sie können gerne reinschauen, wenn Sie wollen. Was ist denn mit Ihnen? Geht's Ihnen nicht gut? Das Foto, wo haben Sie dieses Foto her? Welches meinen Sie? Ach so, ja, das Ingrid. Ingrid? Ingrid Bohn. Sie war meine beste Freundin früher, bis zu ihrem tragischen Tod. Aber warum fragen Sie?